Private Hochschulen in Deutschland wirken für internationale Studierende wie ein schneller, einfacher Weg zum englischsprachigen Bachelor. Aber sind sie wirklich seriös, was private Unis bieten und was nicht? Im Gegensatz zu vielen staatlichen Universitäten in Deutschland, bei denen Bachelorprogramme fast ausschließlich auf Deutsch unterrichtet werden und ein Nachweis über Deutschkenntnisse erforderlich ist, bieten private Hochschulen oft Programme komplett auf Englisch an. Laut Statistiken macht das private Hochschulen besonders attraktiv für Studierende, die gerne in Europa studieren wollen, aber kein oder nicht genug Deutsch sprechen. Außerdem sind private Unis einfacher zugänglich. Es gibt oft keine oder geringe Zulassungshürden und keine strengen Essays. Die Bewerbung ist schnell gemacht, manchmal sogar ohne direkten Kontakt zur Hochschule. Deswegen studieren auch manche Deutsche an privaten Hochschulen, weil beispielsweise ihre Abi-Note nicht gut genug ist, um an einer staatlichen Universität einen Studienplatz für ihr Wunschfach zu bekommen. In den letzten Jahren steigen die Studienzahlen an privaten Hochschulen insgesamt. Aber der Preis ist hoch. Was viele unterschätzen: private Hochschulen kosten. Und zwar nicht wenig. Während man an einer staatlichen Universität nur einen geringen Beitrag von 100 bis 500 Euro im Semester zahlt, also weit unter 10.000 Euro für ein ganzes Studium, verlangen private Anbieter und Hochschulen teilweise über 10.000 Euro für ein Semester. Dazu kommen Lebensunterhaltskosten, Kosten für ein Sperrkonto und für die Krankenversicherung. Ein Studium in Deutschland wird so plötzlich nicht mehr kostenlos, wie es viele Werbeanzeigen suggerieren, sondern eine massive Investition. Und diese Investition muss sich auch lohnen. Aber genau da fangen die Probleme an. In vielen Ländern gelten private Hochschulen als besonders renommiert. Deswegen wird das private Studium als sinnvolle Investition in die berufliche Zukunft angesehen. Privat versus staatlich. In Deutschland ist das genau andersrum. Staatliche Universitäten wie die TU Berlin, Uni Heidelberg oder Uni Göttingen haben traditionell ein höheres Ansehen. Private Hochschulen müssen sich dieses Vertrauen erst erarbeiten. Und nicht jede private Hochschule wird automatisch anerkannt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte unbedingt beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, also DAAD, und auf der Seite hochschulkompass.de recherchieren. Ich habe euch die 2 Links unten in die Infobox gepackt und ich würde persönlich bei keiner Uni studieren, die nicht auf beiden Listen zu finden ist. Und man sollte bei Hochschulkompass die Beschreibung staatlich anerkannt oder öffentlich-rechtlich bei der jeweiligen Uni sehen. Es gibt bei diesen Listen auch Fernunis. Wisst ihr schon, was das ist? Was ist mit Fernunis? Fernstudiengänge sind Online-Programme und klingen für viele verlockend. Die ermöglichen Flexibilität. Man kann erstmal in dem Heimatland starten und später nach Deutschland kommen. Aber ein Fernstudium reicht allein nicht aus für ein Studentenvisum oder Aufenthaltstitel. Wer also plant, wirklich in Deutschland zu leben und zu studieren, muss darauf achten, dass es sich um ein Präsenzstudium handelt, mit Vorlesungen vor Ort. Wenn du einen anderen Weg nach Deutschland hast, weil du beispielsweise aus der EU kommst oder dein Ehepartner einen Job in Deutschland hat, dann kann es eventuell Sinn ergeben, bei einer Fernuni zu studieren oder ein Fernstudium zu machen.
Aber du brauchst Kurse vor Ort in Deutschland, um dafür ein Visum bzw. einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Woran erkenne ich eine seriöse Hochschule? Ein paar Fragen, die du dir stellen solltest. Ist die Hochschule staatlich anerkannt? Ist der Studiengang akkreditiert? Gibt es Bewertungen oder Erfahrungsberichte außerhalb der eigenen Webseite? Hierfür finde ich Reddit sehr nützlich. Wird das Studium auf Hochschulkompass oder beim DAAD gelistet? Bekomme ich einen deutschen Studienvertrag oder Zulassungsbescheid oder nur ein Angebot über eine Drittplattform? Wenn möglich, solltest du immer direkten Kontakt mit der jeweiligen Uni oder FH haben oder zumindest mit UniAssist, einer Plattform, die viele gute Unis verwenden. Seriöse Hochschulen kommunizieren klar, transparent und direkt. So sind ja die Deutschen. Sie beantworten deine Fragen und verlangen keine schnellen Entscheidungen oder große Vorauszahlungen, bevor du überhaupt zugelassen bist. Fazit: Scam oder Chance? Nicht jede private Hochschule in Deutschland ist ein Scam. Aber manche nutzen die Unsicherheit, die Sprachbarriere und den Traum vom besseren Leben aus. Das ist ziemlich problematisch. Dennoch kann eine private Hochschule sinnvoll sein. Für internationale Studierende kann eine private Hochschule der richtige Weg sein. Besonders wenn es keine Alternative in der öffentlichen Hochschullandschaft gibt. Zum Beispiel, weil du bei Verwandten wohnst, in einer Stadt, wo es dein Fach sonst nicht gibt, oder weil du noch keinen Bachelor hast und du auf Englisch studieren musst. Informiere dich aber gründlich über Kosten und Risiken, bevor du dich entscheidest. In Deutschland zu studieren kann eine super Möglichkeit für dich sein, egal ob staatlich oder privat. Du musst dich aber gut informieren. Wenn du mehr Infos und Tipps zum Studium in Deutschland brauchst, dann schau dir doch meine Playlist dazu an. Ich verlinke sie hier. Bis dann. Ciao!